Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. Im Herzen Nordamerikas, an den Ufern eines mächtigen Flusses, schläft eine Stadt. Eine Metropole aus Erde und Holz, die zur Zeit ihrer Blüte größer war als London. Sie besaß Pyramiden, die den Himmel berührten, und Plätze, auf denen sich Zehntausende versammelten. Doch heute ist sie kaum mehr als ein Flüstern in den Geschichtsbüchern. Ein stilles Rätsel, dessen wahre Größe wir erst langsam wieder zu begreifen beginnen. Dies ist die Geschichte von Cahokia. Guten Abend. Begleiten Sie mich auf eine Reise in eine Zeit, lange bevor die modernen Karten gezeichnet wurden, in ein Land, das von Flüssen geformt und von Mythen bewohnt wurde. Wir befinden uns im Herzen Nordamerikas, in einem weiten, fruchtbaren Tal, das später als American Bottom bekannt werden sollte. Hier, wo der mächtige Missouri in den noch gewaltigeren Mississippi mündet und der Illinois River seine Wasser hinzufügt, liegt eine Landschaft von immenser Kraft und Potenzial. Stellen Sie sich vor, wie die Morgennebel langsam von den Wasseroberflächen aufsteigen und die dichten Auenwälder enthüllen, die die Ufer säumen. Das Land ist ein Mosaik aus Sümpfen, Seen und Prärien, durchzogen von den silbernen Adern der Flüsse. Jedes Frühjahr treten diese Flüsse über ihre Ufer und hinterlassen eine reiche Schicht aus dunklem, nährstoffreichem Schlamm. Ein Geschenk, das dieses Tal zu einem der fruchtbarsten Orte des Kontinents macht. Seit Jahrtausenden haben Menschen dieses Land durchstreift. In der späten Waldlandperiode, um das Jahr 900 unserer Zeitrechnung, ist das Tal von kleinen, verstreuten Gemeinschaften besiedelt. Ihre Dörfer sind bescheiden, oft nicht mehr als eine Ansammlung von Holzhäusern, umgeben von Gärten, in denen Kürbisse, Sonnenblumen und eine frühe Form des Maises angebaut werden. Diese Menschen leben im Rhythmus der Natur. Sie jagen Hirsche in den Wäldern, fischen in den sauerstoffreichen Altarmen des Flusses und sammeln Nüsse und Beeren. Ihre soziale Welt ist kleinräumig, ihre politischen Strukturen sind wahrscheinlich auf einzelne Dörfer oder kleine Clans beschränkt. Es gibt noch keine großen Häuptlinge, keine Priesterkönige, keine monumentale Architektur. Doch in der Stille dieses Tals liegt eine schlummernde Energie. Die Geografie selbst scheint auf etwas Größeres hinzuweisen. Die Konvergenz der drei großen Flüsse macht diesen Ort zu einem natürlichen Knotenpunkt, einem Zentrum für Handel, Reisen und Kommunikation. Das Land ist reich genug, um eine weitaus größere Bevölkerung zu ernähren. Es ist eine Bühne, die auf ihre Schauspieler wartet, ein leeres Blatt, auf das eine außergewöhnliche Geschichte geschrieben werden wird. Wir hören nur das leise Plätschern des Wassers und den Wind in den Bäumen. Aber es ist, als ob das Land selbst den Atem anhielte, in Erwartung eines kommenden Wandels. Während das 10. Jahrhundert anbricht, beginnen sich im Herzen des Tals subtile, aber tiefgreifende Veränderungen abzuzeichnen. Es ist keine plötzliche Revolution, sondern eine langsame, organische Entwicklung, die Geburt einer neuen, kulturellen Identität, die wir heute als die Mississippi-Kultur bezeichnen. Der Katalysator für diesen Wandel ist eine Pflanze, der Mais. Eine neue, widerstandsfähigere und ertragreichere Sorte findet ihren Weg in die Gärten der Menschen im American Bottom.
Dieser Mais ist nicht nur eine weitere Nahrungsquelle, er ist ein agrartechnologischer Durchbruch. Er ermöglicht die Produktion von Nahrungsüberschüssen in einem bisher ungekannten Ausmaß. Diese Überschüsse sind der Treibstoff für gesellschaftliche Komplexität. Sie erlauben es den Menschen, sich an einem Ort niederzulassen, größere Gemeinschaften zu bilden und einige Individuen von der täglichen Nahrungssuche zu befreien, damit sie sich auf andere Aufgaben spezialisieren können. Handwerk, Rituale, Führung. Mit dem Mais verändert sich auch die materielle Kultur. Die Töpfer beginnen, ihre Tongefäße mit zerstoßenen Muschelschalen zu magern. Diese Muschelmagerung macht die Keramik widerstandsfähiger gegen die thermischen Schocks des Kochens und ermöglicht die Herstellung größerer, dünnwandigerer Gefäße, perfekt für die Zubereitung von Maisbrei, dem neuen Grundnahrungsmittel. Gleichzeitig entstehen die ersten dauerhaften, geplanten Dörfer. Anstelle von verstreuten Gehöften sehen wir nun Siedlungen, die um einen offenen zentralen Platz herum angelegt sind. Dieser Platz ist mehr als nur eine freie Fläche. Er ist das soziale und zeremonielle Herz der Gemeinschaft. Und an der Seite dieser Plätze erheben sich die ersten bescheidenen Erdhügel. Es sind noch keine gewaltigen Pyramiden, sondern flache Plattformhügel, auf denen die Häuser wichtiger Familien oder kleine zeremonielle Bauten standen. Diese Hügel sind ein physischer Ausdruck einer neuen sozialen Hierarchie. Sie heben bestimmte Personen oder Abstammungslinien buchstäblich über den Rest der Gemeinschaft. Diese Elemente, intensiver Maisanbau, muschelgemagerte Keramik, geplante Dörfer mit Plätzen und Plattformhügeln, bilden das Fundament, das kulturelle Werkzeugset, aus dem etwas viel Größeres erwachsen wird. Es ist die Morgendämmerung, die langsam über dem Tal aufzieht und die Schatten einer kommenden Zivilisation wirft. Um das Jahr 1050 unserer Zeitrechnung geschieht im American Bottom etwas, das Archäologen bis heute fasziniert und vor Rätsel stellt. Die langsame, graduelle Entwicklung der frühen Mississippi-Kultur wird jäh unterbrochen. An ihre Stelle tritt eine Explosion von Kreativität, Arbeit und Bevölkerungswachstum, die als der große Knall von Cahokia bekannt ist. Innerhalb von nur 1 oder 2 Generationen verwandelt sich eine Landschaft aus verstreuten Dörfern in die erste und größte prähistorische Metropole nördlich von Mexiko. Es ist keine Evolution mehr, es ist eine Revolution. Tausende von Menschen strömen aus den umliegenden Regionen in das Tal. Sie verlassen ihre angestammten Dörfer und geben ihre alten Lebensweisen auf, um Teil eines neuen, aufregenden Projekts zu werden. Was zog sie an? War es die Vision eines charismatischen Anführers, eine neue, überzeugende religiöse Bewegung oder vielleicht die Deutung eines kosmischen Ereignisses, wie der Supernova, die im Jahr 1054 am Himmel erschien? Die genaue Ursache bleibt im Dunkeln, doch die Folgen sind in der Erde unübersehbar. An einem zuvor dünn besiedelten Ort beginnt eine fieberhafte Bautätigkeit. Ein riesiges Gebiet wird gerodet, planiert und nach einem kosmologisch ausgerichteten Plan neu gestaltet. Ein gewaltiger zentraler Platz, größer als 35 Fußballfelder, wird abgesteckt. Um ihn herum beginnen Tausende von Arbeitern, mit nichts als Grabstöcken und Körben Erde zu bewegen. Sie errichten in atemberaubender Geschwindigkeit monumentale Erdhügel. Der größte von ihnen, später Monk's Mount genannt, wird eine Basis haben, die größer ist als die der großen Pyramide von Gizeh. Dies ist kein zufälliges Wachstum. Es ist das Ergebnis einer zentralen Planung, einer koordinierten Anstrengung von Tausenden von Menschen,
unter einer einheitlichen Führung. Die archäologischen Spuren deuten auf eine bewusste Gründung hin, auf den Willen, aus dem Nichts eine neue Welt zu erschaffen. Die alten Töpferstile verschwinden und werden durch neue, einheitliche Formen ersetzt. Die alten Siedlungsmuster lösen sich auf. Es ist ein radikaler Bruch mit der Vergangenheit. Die Stadt Cahokia wird nicht langsam geboren. Sie bricht mit der Kraft einer Naturgewalt über die Landschaft herein und verändert das Schicksal des gesamten Kontinents für die kommenden Jahrhunderte. Die neugeborene Stadt Cahokia war mehr als nur eine Ansammlung von Menschen und Hügeln. Sie war ein komplexer Organismus, ein sorgfältig geplantes urbanes Zentrum, das eine radikal neue soziale und politische Ordnung widerspiegelte. Im Herzen der Stadt lag der große zeremonielle Bezirk, der heute von Archäologen als Downtown Cahokia bezeichnet wird. Dieser Kern war von einer 2 Meilen langen, beeindruckenden Palisade aus Tausenden von Baumstämmen umgeben, komplett mit Wachtürmen. Diese Mauer diente nicht nur der Verteidigung, sondern war auch eine mächtige symbolische Barriere, die das Heilige vom Profanen, die Elite von der einfachen Bevölkerung trennte. Innerhalb dieser Palisade befand sich die Grand Plaza, der riesige, künstlich planierte Platz. Er war das Zentrum des öffentlichen Lebens, der Schauplatz großer Zeremonien, ritueller Spiele und politischer Versammlungen. Um den Platz herum erhoben sich die wichtigsten Hügel, darunter der kolossale Monk's Mound. Auf den flachen Gipfeln dieser Plattformhügel standen die Residenzen der obersten Elite und wichtige Tempel, von denen aus die Herrscher über die Stadt und ihre Untertanen blickten. Die Stadt selbst war in Viertel unterteilt, die jeweils ihre eigenen kleineren Plätze und Hügel hatten. Einige Viertel waren auf bestimmte Handwerke spezialisiert, wie die Herstellung von feiner Keramik oder die Bearbeitung von Muschelschalen und Feuerstein. Dies deutet auf eine organisierte Wirtschaft hin, in der spezialisierte Handwerker von den Nahrungsüberschüssen der Bauern versorgt wurden. Die Organisation von Cahokia erstreckte sich jedoch weit über die Stadtgrenzen hinaus. Archäologen haben ein klares, 4-stufiges Siedlungssystem identifiziert. An der Spitze stand die Metropole Cahokia selbst. Darunter gab es mehrere kleinere, aber immer noch bedeutende Städte mit eigenen Hügeln und Plätzen, die strategisch im Umland verteilt waren. Die 3. Stufe bildeten zahlreiche kleinere Dörfer, und die Basis der Pyramide waren unzählige einzelne Gehöfte und Weiler, in denen die Bauern lebten, die die gesamte Bevölkerung ernährten. Dieses hierarchische System war eine urbane Revolution. Es ermöglichte einer zentralen Autorität in Cahokia, eine riesige Region zu kontrollieren, Tribute einzufordern, Arbeitskräfte zu mobilisieren und Ressourcen zu verteilen. Es war die Anatomie einer neuen Macht, in die Landschaft selbst eingeschrieben. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich die großen Flüsse Nordamerikas vor. Den Mississippi, den Missouri, den Ohio. In unserer Vorstellung sind sie oft ungezähmte, wilde Wasserstraßen. Doch für die Menschen von Cahokia waren sie die Adern eines lebendigen Organismus, die Autobahnen eines riesigen Handels- und Einflussnetzes. Cahokia war kein isoliertes Juwel in der Wildnis. Es war das pulsierende Herz eines kontinentalen Systems. Von seiner zentralen Position im sogenannten American Bottom, einer besonders fruchtbaren Flutebene, strahlte seine Macht in alle Himmelsrichtungen aus. Archäologen haben die Spuren dieses Netzwerks akribisch verfolgt. Aus den großen Seen im Norden kam das Kupfer, kalt gehämmert zu feinen Ornamenten und zeremoniellen Objekten.
Von der fernen Küste des Golfs von Mexiko reisten Muschelschalen flussaufwärts, die zu kunstvollen Perlen und Anhängern verarbeitet wurden, Symbole von Status und spiritueller Macht. Aus den Appalachen im Osten wurde Glimmer importiert, dessen spiegelnde Oberfläche in Ritualen eine Rolle gespielt haben mag. Und aus Steinbrüchen, hunderte von Kilometern entfernt, wurde hochwertiger Feuerstein für Werkzeuge und Waffen beschafft. Dies war mehr als nur einfacher Tauschhandel. Die Verteilung von Cahokia-typischer Keramik und Artefakten, die oft mit dem südöstlichen Zeremonialkomplex in Verbindung gebracht werden, deutet auf eine tiefere Verbindung hin. An fernen Orten entstanden kleinere Siedlungen mit eigenen, wenn auch bescheideneren, Erdpyramiden, die den Stil der Metropole nachahmten. Waren dies Kolonien, die von Cahokia aus gegründet wurden, um den Zugang zu wichtigen Ressourcen zu sichern? Waren es Missionsposten, die die religiöse Ideologie des Zentrums verbreiteten? Oder war es die schlichte Anziehungskraft einer überlegenen Kultur, deren Mode und Glaubensvorstellungen von benachbarten Völkern übernommen wurden? Die Antwort ist wahrscheinlich eine Mischung aus all diesen Faktoren. Cahokia war ein Gravitationszentrum, das Menschen, Güter und Ideen anzog und gleichzeitig seine eigene Weltanschauung nach außen projizierte. Die Kanus, die auf den schlammigen Wassern des Mississippi glitten, transportierten nicht nur materielle Güter, sondern auch die unsichtbare Fracht von Macht, Glauben und sozialer Ordnung. Eine Stadt dieser Größe und Komplexität konnte nicht ohne eine straffe Organisation existieren. Die Gesellschaft von Cahokia war, wie die Hügel, die sie erbaute, tief gestaffelt und hierarchisch. An der Spitze dieser Pyramide stand eine Person, die wir heute als Paramount Chief oder Gottkönig bezeichnen würden. Wahrscheinlich lebte er oder sie auf dem Gipfel des Monks Mount, entrückt vom gemeinen Volk, in einer Sphäre zwischen Himmel und Erde. Diese Herrscherfigur war nicht nur ein politischer Führer, sondern auch ein spiritueller Vermittler, der die Verbindung zur Götterwelt aufrechterhielt und für die kosmische Ordnung verantwortlich war. Unter diesem höchsten Herrscher stand eine Elite aus Priestern, Adligen und vielleicht Clanführern. Ihre Residenzen befanden sich ebenfalls auf kleineren Hügeln oder in exklusiven Wohnbezirken innerhalb der großen Palisade, die das zeremonielle Zentrum umschloss. Sie kontrollierten den Fernhandel, organisierten die großen Bauprojekte und leiteten die öffentlichen Rituale, die den sozialen Zusammenhalt sicherten. Ihre Gräber, gefüllt mit Tausenden von Muschelperlen, Kupferobjekten und fein gearbeiteten Pfeilspitzen, zeugen von ihrem immensen Reichtum und Status. Eine Stufe tiefer in der sozialen Ordnung finden wir die Handwerker und Spezialisten. Flintknapper, die mit unglaublicher Präzision Werkzeuge und Waffen herstellten. Töpfer, die die charakteristischen Keramikgefäße formten. Handwerker, die Muscheln und Kupfer zu feinstem Schmuck verarbeiteten. Sie lebten wahrscheinlich in eigenen Vierteln und bildeten das Rückgrat der städtischen Wirtschaft. Das Fundament dieser gesamten Gesellschaft bildete jedoch die große Masse der Bauern. Sie lebten in den umliegenden Dörfern und Weilern, bebauten die fruchtbaren Felder der Flutebene und produzierten den Maisüberschuss, der die Eliten und Spezialisten in der Stadt ernährte. Ihr Leben war geprägt von der harten Arbeit, der Aussaat und Ernte, im Rhythmus der Jahreszeiten und der religiösen Feste. Archäologische Untersuchungen von Skeletten zeigen, dass die Ernährung der Elite deutlich proteinreicher war als die der einfachen Bevölkerung. Ein stummer Beweis für die tiefen sozialen Gräben. Cahokia
war somit ein Spiegelbild vieler früher Zivilisationen. Eine komplexe, arbeitsteilige Gesellschaft, in der eine kleine, privilegierte Schicht die Arbeit und die Ressourcen der vielen kontrollierte und lenkte. Die gewaltigen Erdhügel und die präzise ausgerichteten Plätze von Cahokia waren mehr als nur Wohnorte und Versammlungsflächen. Sie waren eine physische Manifestation einer tiefen und komplexen Weltanschauung. Die Stadt selbst war ein Kosmogramm, ein Abbild des Universums auf Erden, entworfen, um die kosmische Ordnung wiederzuspiegeln und zu erhalten. Im Zentrum dieses Glaubenssystems stand eine dreigeteilte Kosmologie, die in vielen Kulturen der amerikanischen Ureinwohner zu finden ist. Es gab die Oberwelt, das Reich des Himmels, der Ordnung, der Sonne und des Donners, oft repräsentiert durch den mächtigen Donnervogel. Es gab die Unterwelt, eine Welt des Wassers, der Nacht, des Chaos und der Fruchtbarkeit, bevölkert von Wesen wie der gehörnten Schlange. Und dazwischen lag die Mittelwelt, die Welt der Menschen, die als eine Art flache Insel auf dem urzeitlichen Wasser schwamm. Die großen Pyramidenhügel waren die Achsen, die diese drei Welten verbanden. Der Monks Mount, der größte von allen, reichte symbolisch in die Oberwelt hinein und brachte den Herrscher in die Nähe der Götter. Die großen, flachen Plätze waren die Bühnen für öffentliche Rituale, auf denen die Dramen der Schöpfung und des kosmischen Gleichgewichts nachgespielt wurden. Durch Tanz, Gesang und Zeremonien wurde die Ordnung der Welt immer wieder neu bestätigt. Ein faszinierendes Artefakt, das uns einen Einblick in diese Welt gibt, ist die Birdman-Tafel. Sie zeigt eine geflügelte menschliche Figur, vielleicht einen mythischen Helden, einen Schamanen oder einen vergöttlichten Vorfahren, der die Fähigkeit besitzt, zwischen den Welten zu reisen. Dieses Motiv findet sich in der gesamten Mississippi-Kultur und symbolisiert die Macht, die Grenzen der menschlichen Existenz zu überschreiten. Doch diese Rituale hatten auch eine dunkle, für uns heute schwer verständliche Seite. Die Ausgrabungen von Hügel 72 enthüllten eine Reihe von Massengräbern, die auf rituelle Menschenopfer hindeuten. Weit davon entfernt, ein Akt willkürlicher Grausamkeit zu sein, waren diese Opfer wahrscheinlich Teil großer Einweihungs- oder Begräbniszeremonien, die dazu dienten, einen neuen Herrscher zu ehren oder ein monumentales Bauwerk zu weihen. Es war ein ultimativer Akt, um die kosmische Energie zu erneuern und die Macht der Elite zu zementieren, ein tiefgreifender und feierlicher Vorgang im Herzen ihres Glaubens. Westlich des Monks Mount, auf einer weiten, flachen Ebene, befand sich eine der bemerkenswertesten Anlagen Cahokias. Auf den ersten Blick mag sie unscheinbar wirken. Eine Reihe großer Kreise aus riesigen, in den Boden gerammten Zedernpfosten. Die Archäologen nennen diese Strukturen Woodhenge, in Anlehnung an ihr berühmtes steinernes Gegenstück in England. Doch ihre Funktion war nicht weniger tiefgründig. Diese Holzkreise waren präzise astronomische Observatorien, riesige Kalender, die den Tanz der Sonne am Himmel markierten. Stellen Sie sich einen Priesterastronomen vor, der in der Stille der Morgendämmerung im Zentrum des Kreises steht. Während die Sonne über den Horizont steigt, beobachtet er genau, an welchem Punkt sie erscheint. An den Tagen der Sonnenwenden und Tag und Nacht gleichen, würde das erste Licht exakt hinter einem bestimmten, sorgfältig platzierten Pfosten aufgehen. Diese Pfosten dienten als Visiere, die die entscheidenden Wendepunkte des Sonnenjahres markierten. Die Wintersonnenwende, wenn die Tage am kürzesten sind und das Licht wiedergeboren wird. Die Sommersonnenwende, der Höhepunkt der Macht der Sonne, und die Tag- und Nachtgleichen im Frühling und Herbst, die Momente
des perfekten Gleichgewichts. Dies war keine rein akademische Übung. Die Fähigkeit, diese Himmelsereignisse vorherzusagen, war eine immense Quelle der Macht. Sie erlaubte der Priesterelite, den Kalender für die Landwirtschaft festzulegen, die genauen Zeitpunkte für Aussaat und Ernte. Noch wichtiger war, dass sie den rituellen Kalender bestimmte. Die großen Feste, die das soziale und spirituelle Leben der Stadt prägten, wurden durch die Bewegungen der Gestirne ausgelöst. Wenn der Priester den Tag der Sonnenwende ankündigte, demonstrierte er nicht nur sein Wissen, sondern auch seine besondere Verbindung zur kosmischen Ordnung. Er bewies, dass die Führung von Cahokia im Einklang mit den Göttern und dem Rhythmus des Universums stand. Woodhenge war somit ein Ort, an dem sich Wissenschaft, Religion und politische Macht auf wundersame Weise verbanden. Jeder Sonnenaufgang über einem der heiligen Pfosten war eine Bestätigung, dass die Welt in Ordnung war und dass die Herrscher von Cahokia ihren Platz im großen kosmischen Plan kannten und wahrnahmen. Lassen Sie uns nun unsere Aufmerksamkeit vom Spirituellen auf das Materielle lenken. Obwohl diese beiden Welten in Cahokia untrennbar miteinander verbunden waren. Die Stadt war nicht nur ein zeremonielles Zentrum, sondern auch der pulsierende Knotenpunkt eines Handelsnetzwerks, das sich über den halben Kontinent erstreckte. Stellen Sie sich die Flüsse, den Mississippi, den Missouri, den Ohio, nicht als Barrieren vor, sondern als die großen Autobahnen der damaligen Zeit. Auf diesen Wasserwegen reisten Menschen, Ideen und vor allem Güter. Die archäologischen Funde in Cahokia erzählen eine Geschichte von erstaunlicher Reichweite und Komplexität. Aus den großen Seen im fernen Norden kam Kupfer, kalt gehämmert zu kunstvollen Platten, Ohrspulen und zeremoniellen Äxten, die in den Händen der Elite glänzten. Aus der entgegengesetzten Richtung, von der Küste des Golfs von Mexiko, reisten riesige Meeresschnecken, Hunderte von Meilen flussaufwärts. Ihre Schalen wurden zu heiligen Gefäßen, Anhängern und unzähligen kleinen Perlen verarbeitet, die möglicherweise als eine Form von Währung oder zumindest als standardisierter Wertgegenstand dienten. Aus den Appalachen im Osten wurde Glimmer importiert, dünne, spiegelnde Platten, die in komplexe Formen geschnitten wurden, Schlangen, Vogelkrallen, menschliche Hände und vermutlich Gewänder oder heilige Bündel schmückten. Und aus den Ozarkbergen und anderen spezialisierten Steinbrüchen kam hochwertiger Feuerstein, der sogenannte Chert, der nicht nur zu alltäglichen Werkzeugen, sondern auch zu exquisit gefertigten, übergroßen Klingen verarbeitet wurde, die reinen zeremoniellen Wert besaßen. Dieser ständige Strom exotischer Materialien war das wirtschaftliche Lebenselixier Cahokias. Er ermöglichte es den Herrschern, ihre Macht und ihren Status durch den Besitz seltener, weit hergeholter Objekte zu demonstrieren. Er schuf eine Klasse von spezialisierten Handwerkern, die diese Rohstoffe in Symbole der Macht und des Glaubens verwandelten. Und er deutet auf eine hochorganisierte Gesellschaft hin, die in der Lage war, solche weitreichenden Expeditionen zu finanzieren, zu schützen und die Verteilung der daraus resultierenden Reichtümer zu kontrollieren. Cahokia war das Zentrum, in das alle Fäden zusammenliefen, ein kosmopolitischer Schmelztiegel, dessen Reichtum auf den Ressourcen eines ganzen Kontinents beruhte. Während die Elite sich mit Kupfer und Muscheln schmückte, basierte das Fundament von Cahokias Macht auf etwas weitaus Bescheidenerem: einem winzigen Samenkorn. Die landwirtschaftliche Revolution, die durch eine neue, hochproduktive Maissorte ausgelöst wurde,
war die eigentliche Triebfeder für den Aufstieg der Stadt. Ohne den systematischen Anbau von Mais wäre eine so dichte und große Bevölkerung an einem Ort undenkbar gewesen. Die Lage Cahokias im sogenannten American Bottom, einer breiten, außerordentlich fruchtbaren Flussaue des Mississippi, war kein Zufall. Jedes Jahr brachten die Überschwemmungen nährstoffreichen Schlamm, der die Felder düngte und reiche Ernten ermöglichte. Hier, in diesen weiten Ebenen, arbeiteten Tausende von Bauern, um die Stadt zu ernähren. Mit einfachen Grabstöcken und Hacken aus Stein oder Muschelschalen legten sie riesige Felder an. Neben Mais, dem unangefochtenen Hauptnahrungsmittel, kultivierten sie auch Kürbisse und Bohnen. Diese 3 Pflanzen, oft als die 3 Schwestern bezeichnet, bildeten ein nahezu perfektes landwirtschaftliches System. Der Mais bot den Bohnen eine Rankhilfe, die Bohnen fixierten Stickstoff im Boden, der dem Mais zugute kam, und die breiten Blätter der Kürbisse beschatteten den Boden, hielten die Feuchtigkeit und unterdrückten Unkraut. Doch diese Abhängigkeit von der Landwirtschaft hatte auch ihre Schattenseiten. Die Ernährung war relativ einseitig. Analysen von Skeletten aus dieser Zeit zeigen Anzeichen von Mangelernährung, Karies durch die kohlenhydratreiche Maisdiät und die körperliche Belastung durch die harte Feldarbeit. Zudem war die Gesellschaft extrem anfällig für Klimaschwankungen. Eine Dürre, eine zu starke Flut oder eine Pflanzenkrankheit konnten katastrophale Folgen haben und den sozialen Frieden gefährden. Der landwirtschaftliche Überschuss war der Motor, der alles antrieb. Er erlaubte es einem Teil der Bevölkerung, sich von der Nahrungsmittelproduktion zu lösen und sich auf Handwerk, Priestertum, Kriegskunst oder die Verwaltung zu spezialisieren. Die Getreidespeicher Cahokias waren ebenso wichtig wie seine Tempel. Sie waren die wahren Schatzkammern, die das Überleben der vielen und den Luxus der wenigen sicherten. Im Herzen dieses weitläufigen urbanen und landwirtschaftlichen Gefüges erhob sich ein Bauwerk, das alle anderen überragte und bis heute den Atem raubt. Der Monk's Mount, der Berg des Mönchs. Dies ist kein natürlicher Hügel. Es ist ein vollständig von Menschenhand geschaffenes Monument. Die größte prähistorische Erdstruktur auf dem amerikanischen Kontinent und ein Zeugnis für den unvorstellbaren Ehrgeiz und die Organisationsfähigkeit der Menschen von Cahokia. Seine Basis ist größer als die der großen Pyramide von Gizeh. In mehreren Terrassen erhebt er sich über 30 Meter in den Himmel, ein künstlicher Berg, der die flache Landschaft der Flussaue dominiert. Archäologen schätzen, dass für seinen Bau etwa 22 Millionen Kubikfuß, also über 600.000 Kubikmeter, Erde bewegt wurden. Und all dies geschah ohne Lasttiere, ohne Rad und ohne Metallwerkzeuge. Stellen Sie sich das Schauspiel vor. Tausende von Menschen, Generation für Generation, die Erde in Weidenkörben auf ihren Rücken den steilen Hang hinauftragen. Jede Ladung eine kleine, aber wesentliche Ergänzung zum großen Ganzen. Der Bau war ein Akt kollektiver Anstrengung und zugleich ein überwältigender Ausdruck von Macht. Wer konnte ein solches Projekt befehlen und über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte aufrechterhalten? Auf der obersten, flachen Terrasse stand einst ein gewaltiges Gebäude, vielleicht 15 Meter hoch und 30 Meter lang. Dies war zweifellos der Mittelpunkt der Macht, entweder der Wohnsitz des obersten Herrschers, des Sonnenhäuptlings, oder ein Tempel für die wichtigsten Gottheiten. Von hier oben überblickte der Herrscher seine Welt. Die große Plaza zu seinen Füßen, die kleineren Hügel der Untergebenen, die Palisade, die sein Reich schützte, die rauchenden Feuer der unzähligen Wohnhäuser und die endlosen Maisfelder,
die alles am Leben hielten. Der Monk's Mount war mehr als nur ein Gebäude. Er war eine Achse, die die Welt der Menschen mit der Welt der Götter verband. Ein Symbol kosmischer Ordnung und unbestreitbarer weltlicher Autorität. Er war die Verkörperung Cahokias selbst. Während der Monk's Mount das zeremonielle Herz der Stadt bildete, umgab dieses Herz eine weitere, ebenso beeindruckende Struktur. Eine massive Holzpalisade. Dieser fast 2 Meilen lange Wall aus Tausenden von senkrecht stehenden Baumstämmen umschloss den zentralen Bezirk, einschließlich des Monk's Mount und etwa 17 weiterer Hügel. Archäologische Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Palisade nicht nur einmal, sondern mindestens 4-mal im Laufe der Stadtgeschichte errichtet wurde, jedes Mal ein gewaltiges Unterfangen, das Unmengen an Holz und Arbeitskraft verschlang. Die schiere Existenz dieser Befestigung wirft eine entscheidende Frage auf. Diente sie dem Schutz oder der Kontrolle? Die offensichtlichste Antwort ist die Verteidigung. Die Palisade, die schätzungsweise 12 bis 15 Fuß hoch war und in regelmäßigen Abständen über Wachtürme verfügte, bildete eine formidable Barriere gegen äußere Feinde. Ihre wiederholte Errichtung deutet auf eine reale oder zumindest eine stark empfundene Bedrohung hin. In einer Zeit wachsender Bevölkerungen und knapper werdender Ressourcen waren Konflikte zwischen benachbarten Gruppen wahrscheinlich. Die Palisade schützte das heilige und administrative Zentrum der Stadt, die Elite und die Kornspeicher vor Angriffen von außen. Doch es gibt eine zweite, subtilere Interpretation. Die Palisade trennte auch die Bewohner Cahokias voneinander. Sie schuf eine klare physische Grenze zwischen dem heiligen Bezirk der Elite und den Wohngebieten der einfachen Bevölkerung. Der Zugang zu diesem inneren Bereich wurde durch bewachte Tore streng kontrolliert. In diesem Licht erscheint die Palisade auch als ein Instrument der sozialen Kontrolle. Sie war eine ständige, sichtbare Erinnerung an die Hierarchie der Gesellschaft. Sie demonstrierte die Macht der Herrscher nicht nur über Feinde von außen, sondern auch über die eigene Bevölkerung. Wahrscheinlich erfüllte die Palisade beide Funktionen gleichzeitig. Sie war sowohl eine Festung als auch ein Statement. Sie zeugt von einer Gesellschaft, die komplex genug war, um sich Sorgen um ihre Sicherheit zu machen, und stratifiziert genug, um ihre Machtstrukturen architektonisch zu zementieren. Sie ist ein stilles Zeugnis für den wachsenden Druck und die Spannungen, die in der Blütezeit Cahokias unter der Oberfläche brodelten. Südlich des Monk's Mount, etwas abseits der zentralen Achse der Stadt, erhebt sich ein unscheinbarer, rückenartiger Hügel, bekannt als Hügel 72. Bei seiner Ausgrabung in den späten 1960er Jahren offenbarte er eine der aufschlussreichsten und zugleich schaurigsten Szenen des gesamten Mississippi-Tals. Dies war kein Tempel oder Wohnhügel, es war ein Mausoleum, ein monumentales Zeugnis von Macht, Hierarchie und dem Jenseitsglauben Cahokias. Im Zentrum der Anlage, auf einem erhöhten Podest, lag die Hauptfigur. Ein Mann in seinen 40ern, vermutlich ein früher Herrscher oder Gründervater. Er wurde nicht einfach in die Erde gebettet. Sein Körper ruhte auf einem Umhang oder einer Bahre, die aus etwa 20.000 sorgfältig bearbeiteten Muschelperlen gefertigt war, angeordnet in der Form eines Falken oder Donnervogels, ein mächtiges Symbol, das in der gesamten südöstlichen Zeremonialkultur wiederkehrt. Der Kopf des Vogels liegt unter dem Kopf des Mannes, die Flügel breiten sich unter seinen Armen aus und der Schwanz unter seinen Beinen. Dieser Vogelmann
war nicht allein. Ihn umgaben Hunderte von exquisiten Pfeilspitzen aus verschiedenen weit entfernten Regionen, Glimmerplatten aus den Appalachen und Kupferrollen aus der Region der großen Seen. Dies waren keine bloßen Beigaben. Sie waren eine Landkarte seiner Macht, ein Beweis für die Reichweite seines Einflusses. Doch die wahre Dramatik von Hügel 72 liegt in den anderen Bestattungen. In unmittelbarer Nähe des Vogelmannes wurden die Überreste von 4 Männern gefunden, denen Hände und Köpfe fehlten. Ein brutales Zeichen für eine rituelle Tötung. Noch verstörender ist eine nahegelegene Grube, die über 50 junge Frauen enthält, alle im Alter zwischen 18 und 23 Jahren, die offenbar gleichzeitig geopfert und in ordentlichen Reihen beigesetzt wurden. Weitere Gruben enthielten Dutzende weitere Individuen, die ebenfalls gewaltsam ums Leben kamen. Hügel 72 ist ein komplexes, schockierendes Dokument. Er zeigt uns eine Gesellschaft, die in der Lage war, unvorstellbaren Reichtum und Macht in den Händen eines Einzelnen zu konzentrieren. Er zeigt aber auch, dass diese Macht auf einem System beruhte, in dem das menschliche Leben für den Dienst an der Elite und ihren Göttern geopfert werden konnte. Es ist ein stiller, aber ohrenbetäubender Einblick in die kosmologische und politische Ordnung, die Cahokia zusammenhielt. Auf dem Höhepunkt seiner Macht, etwa um das Jahr 1100, schien Cahokia eine unerschütterliche Bastion der Kultur und des Handels zu sein. Die große Plaza pulsierte vor Leben und der Monks Mount ragte als unbestreitbares Zentrum einer weitläufigen Welt in den Himmel. Doch gerade in dieser Zeit des scheinbaren Triumphs begannen die Bewohner, eine gewaltige Anstrengung zu unternehmen, die von tiefen Ängsten und wachsender Unsicherheit zeugt. Sie errichteten eine massive Palisade um den zentralen, zeremoniellen Bezirk. Diese war kein einfacher Zaun. Es handelte sich um eine fast 2 Meilen lange Verteidigungsanlage aus Zehntausenden von senkrecht stehenden Eichenstämmen, die tief in der Erde verankert und bis zu 15 Fuß hoch waren. Die Palisade wurde im Laufe der nächsten Jahrzehnte mindestens 3-mal neu aufgebaut, was auf eine anhaltende und ernste Bedrohung hindeutet. Wachtürme waren in regelmäßigen Abständen in die Mauer integriert, was ihre militärische Funktion unterstreicht. Die Errichtung einer solchen Struktur war eine monumentale Aufgabe. Sie erforderte die Abholzung riesiger Waldflächen und den Einsatz Tausender von Arbeitskräften. Dies wirft eine entscheidende Frage auf: Wen oder was fürchtete Cahokia? Die naheliegendste Antwort ist ein äußerer Feind. Vielleicht führten der Reichtum und die Ressourcen der Stadt zu Neid und Konflikten mit benachbarten Gruppen. Die Palisade hätte den heiligen Bezirk mit seinen Eliten und Kornkammern vor Überfällen geschützt. Eine andere, vielleicht beunruhigendere Theorie besagt jedoch, dass die Mauer nicht nur dazu diente, Feinde fernzuhalten, sondern auch, um die eigene Bevölkerung zu kontrollieren. Wuchs der Unmut innerhalb der Stadtmauern? Gab es soziale Unruhen, Aufstände der einfachen Bevölkerung gegen die herrschende Priesterelite? In diesem Szenario wäre die Palisade eine physische Manifestation der Kluft zwischen den Herrschern und den Beherrschten, eine Barriere, die den privilegierten Kern der Stadt vom Rest der Gesellschaft trennte. Unabhängig vom genauen Grund ist der Bau der Palisade ein unübersehbares Zeichen dafür, dass das goldene Zeitalter Cahokias von inneren oder äußeren Spannungen überschattet wurde. Die offene, zugängliche Metropole verwandelte sich in eine Festung. Die Risse im Fundament der Gesellschaft wurden sichtbar,
lange bevor die Stadt endgültig zu bröckeln begann. Der Niedergang Cahokias war kein plötzliches, kataklysmisches Ereignis, sondern eher ein langsames Verblassen, ein allmählicher Prozess des Zerfalls, der sich über Generationen hinzog. Es gibt keine einzelne, einfache Antwort auf die Frage, warum diese große Stadt verlassen wurde. Stattdessen deuten die archäologischen und paläoklimatischen Daten auf ein Zusammenspiel mehrerer, sich gegenseitig verstärkender Faktoren hin, eine Art perfekter Sturm für eine präindustrielle Gesellschaft. Eine der überzeugendsten Theorien verweist auf das Klima. Nach einer Periode relativ warmen und stabilen Wetters, der mittelalterlichen Warmzeit, die das landwirtschaftliche Gedeihen Cahokias begünstigt hatte, begann um das 13. Jahrhundert die sogenannte Kleine Eiszeit. Kühlere Temperaturen und unvorhersehbarere Niederschlagsmuster, einschließlich schwerer Überschwemmungen, gefolgt von Dürren, hätten die Maisernten, das Rückgrat der städtischen Ernährung, wiederholt gefährdet. Sedimentanalysen aus nahegelegenen Seen zeigen tatsächlich Hinweise auf signifikante Überschwemmungsereignisse in dieser kritischen Phase. Gleichzeitig führte der immense Bedarf an Holz für den Bau und als Brennstoff zu einer großflächigen Abholzung der umliegenden Wälder. Dies erhöhte die Bodenerosion, verschlammte die Wasserwege und dezimierte die Wildtierpopulationen, eine weitere wichtige Nahrungsquelle. Eine Gesellschaft, die bereits unter landwirtschaftlichem Stress stand, verlor so auch ihre ökologischen Pufferzonen. Diese ökologischen und klimatischen Probleme verschärften wahrscheinlich die bereits existierenden sozialen Spannungen. Ernteausfälle und Ressourcenknappheit könnten die Autorität der Elite untergraben haben, deren Machtanspruch eng mit der Fähigkeit verbunden war, durch Rituale und Wissen für Wohlstand zu sorgen. Wenn die Götter oder die Ahnen nicht mehr antworteten, warum sollte man den Priesterkönigen noch folgen? Krankheiten könnten ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Eine hohe Bevölkerungsdichte, unzureichende sanitäre Einrichtungen und eine eingeschränkte Ernährung hätten die Ausbreitung von Infektionskrankheiten begünstigt. Archäologische Funde deuten auf eine Zunahme von Gesundheitsproblemen wie Tuberkulose und Mangelernährung in der Spätphase der Stadt hin. Klima, Umweltzerstörung, soziale Konflikte und Krankheit, jede dieser Stimmen flüsterte vom Ende, und zusammen bildeten sie einen Chor, der das Fundament von Amerikas erster großer Stadt unaufhaltsam erodierte. Um das Jahr 1350 war die große Plaza von Cahokia still. Die Tausenden von Häusern, die einst die Landschaft prägten, waren verfallen und zerfallen. Die Feuer in den Herden waren erloschen. Der Monks Mount stand wie ein einsamer Berg in einer verlassenen Landschaft, ein Denkmal für eine verschwundene Welt. Das Ende Cahokias ist oft als ein großes Mysterium dargestellt worden, als das plötzliche Verschwinden eines ganzen Volkes. Doch die Realität ist subtiler und zugleich faszinierender. Die Menschen von Cahokia sind nicht einfach verschwunden. Die Stadt ist verschwunden. Die politische und soziale Struktur, die sie definierte, ist kollabiert. Die Bevölkerung selbst hat überlebt, indem sie sich zerstreute. Der Niedergang war ein Prozess, kein einzelnes Ereignis. Familien und Gemeinschaften verließen die Stadt über Jahrzehnte hinweg, vielleicht in kleinen Gruppen, um anderswo ein neues Leben zu beginnen. Sie kehrten zu kleineren, nachhaltigeren Siedlungsformen zurück, die weniger anfällig für die ökologischen und sozialen Krisen waren, die die Metropole heimgesucht hatten. Sie nahmen ihre Kultur, ihre Mythen und ihre Erinnerungen mit. Wohin gingen sie? Die archäologischen und ethnografischen Spuren sind komplex, aber sie deuten in verschiedene Richtungen.
Einige Gruppen zogen wahrscheinlich nach Süden und Westen und wurden zu den Vorfahren historischer Stämme wie der Osage, Quapaw, Ponca und Omaha, deren Schöpfungsmythen oft von einer Herkunft aus dem Osten, aus dem Gebiet der großen Flüsse sprechen. Andere könnten sich nach Norden oder Osten gewandt haben. Die einst zentralisierte Kultur Cahokias zersplitterte in eine Vielzahl von Nachfolgegesellschaften, die jeweils einen Teil des Erbes weitertrugen, es aber an ihre neuen Lebensumstände anpassten. Das große städtische Experiment war gescheitert. Was blieb, war das Schweigen. Die verlassenen Hügel wurden langsam von der Natur zurückerobert. Gras und Bäume wuchsen über die Plätze, auf denen einst Zehntausende gefeiert und gehandelt hatten. Das Wissen um die wahre Bedeutung dieses Ortes verblasste mit der Zeit. Für die späteren europäischen Siedler waren die Hügel nur seltsame Landschaftsformen, für die frühen Archäologen ein Rätsel. Das lange Schweigen von Cahokia war das Schweigen einer vergessenen Geschichte, die erst im 20. Jahrhundert wieder mühsam zusammengesetzt wurde. Eine stille, aber eindringliche Mahnung an die Zerbrechlichkeit selbst der größten menschlichen Zivilisationen. Jahrhunderte nachdem die letzten Bewohner ihre Häuser verlassen hatten, lag Cahokia in einem tiefen, von der Natur zurückeroberten Schlaf. Die großen Plätze waren von Präriegras überwachsen, die hölzernen Palisaden längst zu Humus zerfallen und die einst präzisen Konturen der Mounds von Erosion und Vegetation weich gezeichnet worden. In diesem Zustand fanden die ersten europäischen Entdecker und Siedler das Gelände vor. Für die französischen Trapper und Missionare des 17. und 18. Jahrhunderts waren diese Erhebungen seltsame, aber nicht völlig fremde Anomalien in der weiten Flusslandschaft. Sie gaben ihnen pragmatische Namen, wie Monk's Mound, nach einer nahen Gemeinschaft von Trappistenmönchen, die kurzzeitig auf einem der kleineren Mounds Landwirtschaft betrieben. Sie sahen die Hügel, aber sie sahen nicht die Stadt. Die schiere Vorstellung einer indigenen Metropole dieser Größenordnung passte nicht in ihr Weltbild, das die Ureinwohner Amerikas als nomadische, primitive Völker definierte. Als später amerikanische Siedler nach Westen drängten, wuchs die Faszination und mit ihr die Verwirrung. Wer hatte diese monumentalen Erdwälle errichtet? Die vorherrschende Meinung, genährt von Rassismus und einem romantischen Verlangen nach einer verlorenen weißen Zivilisation in der neuen Welt, schloss die Vorfahren der lokalen Stämme kategorisch aus. So wurde der Mythos der Mound Builders geboren, eine geheimnisvolle, nicht-indianische Rasse, die von Wikingern, verlorenen Stämmen Israels oder sogar Überlebenden von Atlantis abstammen sollte. Diese Theorie war nicht nur wissenschaftlich falsch, sondern auch politisch nützlich. Sie rechtfertigte die Enteignung und Vertreibung der indigenen Völker, indem sie ihnen ihre eigene Geschichte und ihre tiefen Wurzeln im Land absprach. Die stillen Erdhügel wurden so zu einer Leinwand für die Projektionen und Vorurteile der Neuankömmlinge, ihre wahre Herkunft verschleiert durch einen dichten Nebel aus Ignoranz und Ideologie. Die Ruinen sprachen, aber für eine lange Zeit hörte niemand ihre wahre Geschichte. Der Nebel der Spekulation begann sich erst Ende des 19. Jahrhunderts zu lichten, als eine neue wissenschaftliche Disziplin die Bühne betrat: die Archäologie. An die Stelle von Schatzsuchern und romantischen Phantasten traten nun Forscher, die mit Systematik, Geduld und dem bescheidenen Werkzeug der Schaufel und der Kelle dem Boden seine Geheimnisse entlocken wollten. Eine der Schlüsselfiguren in diesem Wandel war Cyrus Thomas vom Bureau of American Ethnology.
In den 1880er Jahren führte er eine umfassende Untersuchung der Moundstätten im Osten der USA durch. Nach Jahren akribischer Feldarbeit und dem Vergleich von Artefakten, Bestattungspraktiken und mündlichen Überlieferungen kam Thomas zu einem revolutionären und doch so einfachen Schluss. Die Erbauer der Mounds waren niemand anderes als die Vorfahren der amerikanischen Ureinwohner. Seine Arbeit war ein entscheidender Schlag gegen den Mythos der Mound Builders und legte das Fundament für die wissenschaftliche Erforschung von Cahokia. Doch die eigentliche Blütezeit der Cahokia-Archäologie begann erst im 20. Jahrhundert. Pioniere wie Warren K. Moorhead führten in den 1920er Jahren erste großflächige Ausgrabungen durch. Obwohl seine Methoden nach heutigen Standards oft als grob gelten, brachte seine Arbeit eine Fülle von Artefakten ans Licht und enthüllte die Komplexität der Stätte. In den 1960er Jahren, als der Bau einer neuen Autobahn die Zerstörung großer Teile des Geländes drohte, wurde eine massive Rettungsgrabung eingeleitet. Archäologen arbeiteten gegen die Zeit und entdeckten dabei einige der bedeutendsten Strukturen, darunter die Überreste von Woodhenge und die Palisade. Jeder Spatenstich, jede sorgfältig freigelegte Keramikscherbe und jeder analysierte Pflanzenrest fügte dem Mosaik ein neues Teilchen hinzu. Langsam, Schicht für Schicht, schälten die Archäologen die wahre Identität Cahokias aus der Erde. Nicht die einer mysteriösen, fremden Rasse, sondern die einer brillanten, komplexen und durch indigenen Zivilisation. Wo große Mysterien liegen, gedeiht oft auch die Pseudowissenschaft. Cahokia bildet da keine Ausnahme. Selbst nachdem die Archäologie die indigene Herkunft der Stadt zweifelsfrei nachgewiesen hatte, blieb sie ein Magnet für alternative Theorien und fantastische Spekulationen. Autoren ohne wissenschaftlichen Hintergrund sahen in den Mounds Beweise für alles Mögliche. Von transatlantischen Kontakten mit alten Ägyptern oder Phöniziern bis hin zu außerirdischen Interventionen. Sie ziehen Parallelen zwischen den Pyramiden von Gizeh und Monk's Mound, ignorieren dabei aber die fundamentalen Unterschiede in Bauweise, Material und kulturellem Kontext. Sie deuten einfache Ritzzeichnungen auf Töpferwaren als komplexe astronomische Karten oder Schriften einer unbekannten Sprache. Diese Theorien sind verlockend, weil sie einfache Antworten auf komplexe Fragen bieten und ein Gefühl des Wunders erzeugen. Doch sie entbehren jeder Grundlage und, was noch wichtiger ist, sie setzen die rassistische Tradition des Mound-Builder-Mythos fort. Sie sprechen den indigenen Völkern Amerikas erneut die Fähigkeit ab, eigenständig eine solch komplexe Gesellschaft aufgebaut zu haben. Die Ironie dabei ist, dass die Realität von Cahokia weitaus faszinierender ist als jede Fiktion. Die echten Rätsel, die uns die Archäologie präsentiert, sind tiefgründiger und anspruchsvoller. Wie genau funktionierte die politische Struktur? War es ein theokratischer Staat, ein Königreich oder eine Konföderation von Clans? Was war die exakte Funktion der kleineren Mounds? Waren es Gräber, Tempelfundamente oder Wohnhäuser der Elite? Und das größte Rätsel von allen: Warum genau wurde diese blühende Metropole verlassen? Die Antworten liegen nicht in den Sternen oder auf verlorenen Kontinenten, sondern im geduldigen Studium der materiellen Überreste, in der Analyse von Isotopen in Knochen, in der Entschlüsselung von Pollen im Boden. Die wahren Geheimnisse Cahokias erfordern keine falschen Propheten, sondern die stille, beharrliche Arbeit der Wissenschaft. Heute stehen wir auf dem Gipfel von Monk's Mound und blicken über eine Landschaft, die sowohl vertraut als auch fremd ist.
In der Ferne sehen wir die Skyline von St. Louis, ein Symbol der modernen Urbanität. Unter uns aber, in den sanften Wellen der erhaltenen Erdhügel, spüren wir den Puls einer anderen älteren Stadt. Cahokia ist mehr als nur eine archäologische Stätte. Es ist ein tiefgründiges Memento Mori für Zivilisationen. Es lehrt uns, dass Urbanität kein Monopol einer bestimmten Kultur oder Epoche ist. Lange bevor Paris oder London zu Metropolen wurden, existierte hier in Nordamerika ein urbanes Zentrum von enormer Komplexität und Einfluss. Es erinnert uns an die Fähigkeit des Menschen, seine Umwelt in monumentalem Maßstab zu formen, aber auch an die Fragilität dieser Schöpfungen. Cahokia war ein soziales und ökologisches Experiment. Sein Erfolg hing von einem empfindlichen Gleichgewicht ab, von reichen Ernten, stabilen Handelsrouten, sozialem Zusammenhalt und einem günstigen Klima. Als diese Faktoren ins Wanken gerieten, zerfiel das System. Der Aufstieg und Fall der Stadt ist eine Parabel über die Grenzen des Wachstums und die Folgen von Umweltbelastung. Die Abholzung der umliegenden Wälder für Palisaden und Brennholz führte zu Erosion und Überschwemmungen, die die lebenswichtigen Maisfelder bedrohten. Die hohe Bevölkerungsdichte schuf Probleme mit Abfall und Krankheiten. In diesen Echos aus der Vergangenheit können wir die Herausforderungen unserer eigenen Zeit erkennen. Vor allem aber ist Cahokia ein Monument der Widerstandsfähigkeit und des kulturellen Erbes der indigenen Völker Amerikas. Es widerlegt endgültig das Klischee des statischen, primitiven Ureinwohners und zeigt stattdessen eine dynamische, innovative und hochorganisierte Gesellschaft. Die Geisterstadt am Mississippi ist nicht stumm. Sie spricht zu uns von Macht und Glauben, von Gemeinschaft und Kollaps, von der tiefen, untrennbaren Verbindung zwischen Mensch und Land. Wir müssen nur lernen, still zu sein und zuzuhören.